vor die Karte der Nacht. This is the Mediterranean Sea. Da ist das Mittelmeer. Abraham, Isaac, and Jacob just kept going up and down in the land of Canaan. Abraham, Isaac und Jakob sind immer wieder hoch und runter gewandert, das Land entlang, das Land Kanaan. When you are a herdsman, Wenn man so ein nomadischer Hirte ist, especially in that time, vor allem damals zu der Zeit, they usually did not have massive pens. hatte man meistens nicht große Bestallungen. They would move their animals from one location to the next. Sondern man ist mit seinen Tieren von einem Ort zum nächsten gezogen. They would follow the seasons. Je nachdem, welche Jahreszeit gerade war. They would follow the water and they would follow the food. Wo es gerade Wasser gab und wo es Nahrung für die Tiere gab. We see lots of fighting about wells. Man sieht, dass da einige Konflikte gab über Brunnen, Schächte. It is a place where it's a little drier. Es ist nämlich eine Region, wo es ein bisschen trockener ist. So you need to always keep moving so that you don't burn a location of all its food. Man musste also auch weiterziehen, dass man nicht die ganzen Ressourcen von einem bestimmten Gebiet abnutzt. This is known presently as being called nomads. Und heutzutage wird das als nomadisch bezeichnet. It was a group of people that would wander from location to location. Nomaden sind Menschen, die so von einem Ort zum anderen immer weiterziehen. They'd live in tents and graze off the land. Sie haben in Zelten gelebt und haben ihre Tiere das Land abgrasen lassen. They would sometimes be very welcomed into a community. Manchmal For what they waren bring. sie willkommen von den Leuten, die da lebten, für das, was sie ihnen auch brachten. And they would also get rejected from communities. Manchmal wurden sie auch abgelehnt, wenn sie an einen neuen Ort kamen. Communities would think that you're stealing their water and food and they want it for themselves. Die Leute, die da lebten, die dachten dann, ihr stehlt unser Essen und unser Wasser und das brauchen wir selbst. And we see that a few times with a few of the patriarchs, how they actually have to flee from locations. Das sehen wir manchmal auch bei diesen Patriarchen, bei den Geschichten, dass sie aus einem Gebiet wieder überstürzt abziehen müssen. For example, when Simeon and Levi kill the village, Als Simeon und Levi zum Beispiel ein ganzes Dorf ausrotten, after, does everyone remember that story? erinnert ihr euch an diese Geschichte? Okay, good. Jacob then takes his family and has to flee. Da zieht Abraham auch schnell weiter mit seiner Familie. And it says God protected him from the nations or the towns that wanted to take him out. Und es heißt, dass Gott ihn beschützt hat vor den Leuten, die ihm da was antun wollten. A question that I get asked lots when I am talking about the Bible. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, wenn ich über die Bibel rede: So why did God choose Abraham? Warum hat Gott Abraham erwählt? Why not someone else? Warum nicht jemand anderes? That's a great question. Und das ist eine gute Frage. But I think it's also a question that we don't need to necessarily ask. Aber nicht unbedingt eine Frage, die wir uns stellen müssen. Could God have asked someone else? Hätte Gott einen anderen fragen können? Yes, he quite possibly could. Ja, ziemlich sicher. But if we go with why did God call Abraham, Aber wenn wir uns überlegen, warum hat Gott jetzt Abraham berufen, we can also be like, why did God call David? dann können wir uns auch fragen, ja, warum hat Gott David ausgesucht? Why did God call you or me? Warum hat Gott dich oder mich erwählt? He loves his people. Er liebt seine Leute. We are all his people. Und wir sind alle seine Leute. Maybe not all Jews, but he created all of us, so it works. Wir sind nicht alle Juden, aber er hat uns alle geschaffen. We see right from the beginning in Joshua 24:2. Wir sehen ganz am Anfang an, in Josua 24,2. Abraham most likely was an idol worshiper along with his father and siblings. Dass Abraham ursprünglich wohl ein Götzenanbeter war, genau wie sein Vater und seine Geschwister. In Jewish texts revolving around the Bible, it actually says Abraham was an idol maker for a time being. Und jüdische Texte, die nicht in der Bibel stehen, sagen, dass Abraham wohl sogar eine Zeit lang ein Götzenhersteller war. So what made him so special? Was hat ihn also zu so was Besonderem gemacht? I'd say he answered God's call. Ich würde sagen, er hat auf Gottes Ruf geantwortet. He lived by faith. Er hat durch Glauben gelebt.
He obeyed what God told him. Und er hat auf das mit Gehorsam geantwortet, was Gott ihm gesagt hat. We see how his faith was a crazy amount. Wir sehen, wie eine riesige Menge von Glauben hatte. And it's something that I wanted to really focus on today. Und das ist etwas, das ich noch betonen möchte heute Morgen. Is God calls Abraham. Gott beruft Abraham. Now it gets suspicious if he actually called him all the way in Ur or in Haran. Haran. Yeah. Und es ist nicht ganz klar, wo Gott ihn jetzt wirklich berufen hat, ob das noch in Ur war oder dann in Haran. But we see when God calls him, he doesn't speak with him and walk with him all the time. Aber wir sehen so, wo Gott ihn beruft, er redet nicht die ganze Zeit zu ihm. It's something where he's like, hey, I'm going to give you a land. Sondern er sagt ihm da, hey, ich gebe dir ein Land. And you're going to become a father of nations. Und du wirst der Vater von Nationen sein. Abraham's like, cool, I can follow that. Abraham sagt, cool, dem kann ich nachfolgen. Starts hiking with his family. Und fängt an zu wandern mit seiner Familie. Who knows how long later? Und wer weiß, wie lange darauf He finally gets to Canaan. kommt Abraham dann nach Kanaan. God's like, this is the land I'm going to give to you and your children. Und Gott sagt ihm, dieses Land werde ich dir und deinen Kindern geben. Abraham's like, awesome, Und Abraham sagt, cool, super, but I don't have a son. aber ich habe keinen Sohn. God's like, don't worry about it. Und Gott sagt, mach dir keine Sorgen deswegen. I'm paraphrasing, just if y'all didn't notice. Ja, ich fasse das gerade so nicht zusammen, falls euch das nicht aufgefallen ist. 20 years later, Abraham's like, yo God, where's my son? 20 Jahre später sagt Abraham, yo Gott, wo ist mein Sohn? God's like, don't worry about it. Und Gott sagt, mach dir keine Sorgen deswegen. And Abraham's like, okay, why not? Abraham sagt, alles klar, warum nicht? And then he does have a son finally. Und dann kriegt er endlich einen Sohn. He got a little impatient with another son. Gut, zwischendrin wurde er ein bisschen ungeduldig, hat noch einen anderen Sohn gezeigt. But it's still this aspect of how long he waited when God asked him to do something. Aber doch ist es, That's the wrong way to say it. How long he had to wait for God to fulfill what he told him. trotzdem ist es erstaunlich, wie lange Abraham jeweils warten musste, bis Gott das erfüllt hat, was er ihm versprochen hat. We see this over and over again in the Bible. Das ist etwas, was wir immer wieder in der Bibel sehen. And it starts right at the fall. Und es fängt schon direkt beim Sündenfall an. You guys did the little IBS thing in your small group about the fall. In eurer Kleingruppe habt ihr ein Bibelstudium über den Sündenfall gemacht. And God's first promise that he will bring someone to stomp out evil. Und da habt ihr Gottes erstes Versprechen gesehen, dass er jemanden bringt, der den Bösen auf den Kopf treten wird. This is when it gets to be re-emphasized and clarified a bit more. Und hier wird es jetzt nochmal betont und noch ein bisschen weiter erklärt. When God says, from you, everyone will be blessed. Wo Gott zu Abraham sagt, aus dir wird jeder auf der Welt gesegnet werden. He then repeats this Und das wiederholt er dann nochmal. with Isaac and Jacob, Wo Gott dann zu Isaac spricht und zu Jakob spricht. with David. Später sagt er so was Ähnliches zu David. When the prophets start talking about from the stump of David, someone will arise. Wo die Propheten dann sagen, aus diesem Stumpf von David wird jemand hervorkommen. We see over and over again God promising and telling people things. Wir sehen, wie Gott immer und immer wieder Menschen etwas verspricht. Sometimes they are able to see the fulfillment in their life. Manchmal sehen die Menschen diese Erfüllung noch in ihrem eigenen Leben. Sometimes it takes them 25 years or more to see the fulfillment of what God promised them. Manchmal dauert das auch so 25 Jahre oder sogar noch länger, bis sie das sehen würden. Sometimes it's just in faith, oh, this is going to happen. Manchmal müssen sie echt einen Haufen Glauben haben, dass das eines Tages passiert. Abraham is warned that his offspring are going to be held in captivity for 400 years. Abraham erhält dann auch von Gott die Warnung, dass seine Nachfahren 400 Jahre lang in Gefangenschaft leben werden. How many of you think about your offspring in 400 years? Wie viele von euch machen sich Gedanken über eure Nachfahren in 400 Jahren? And you're like, 400 years? That sucks for them.
Du denkst so, 400 Jahre, scheiße für sie. But this is something that God has promised all of us something. Aber eines ist wahr, Gott hat uns allen etwas versprochen. Throughout our lives, Unser Leben hindurch He has promised us things. hat er uns Dinge versprochen. And in the Bible, He has promised us things. Und auch in der Bibel stehen viele Dinge, die Gott uns versprochen hat. He has promised to love us, Sein Versprechen, uns zu lieben, to never leave us, uns nie zu verlassen, to always provide for us, uns immer zu versorgen, to always be working in our lives and redeeming our lives. immer in unserem Leben aktiv zu sein und erlösend zu wirken in unserem Leben. And so now, for the next 15 minutes, Und die nächsten 15 Minuten I'd like us to do some just time by yourself. möchte ich, dass wir ein bisschen Zeit für uns haben. And to really think and pray about what God has promised you. Denk darüber nach oder bete darüber, was Gott dir versprochen hat. What are some of the promises God has written in the Bible for you? Was sind manche dieser Verheißungen, von diesen Versprechen, die Gott in der Bibel für dich geschrieben hat? And if you feel like God has not promised you anything in your life, Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dir in deinem Leben nichts versprochen hat, I'd encourage you to talk to God. dann sprich mit Gott darüber Ask Him, und frag ihn, what have you promised me? was hast du mir versprochen? Ask Him how much He does love you. Du kannst ihn fragen, wie sehr liebst du mich? How is He working redemption into our lives? Wie hast du einen Erlösungsplan in meinem Leben? I'll play some music, Ich mache dazu Musik an and then at the very end, we're also gonna pair up and then pray for each other. und am Ende werden wir uns dann zusammensetzen, zu zweit, zu dritt und miteinander beten.